Hallo Maschler. Heute beginnen mit der eigentlichen Modellierungsarbeit für diese Ontologie. Wie der Titel schon sagt, handelt dieses Video vom Erstellen einer neuen Ontologie. Es ist gut abgedeckt. Ich hoffe, es ist für die ersten 3 Übungen geeignet. Auf der rechten Seite seht ihr das Repertoire. Das sind also 3 Bereiche. Die Übung bezieht sich auf Kapitel 4, Ontologie erstellen. Wir werden versuchen, dies als Basis für unsere Ontologie-Datei zu verwenden. Wenn wir also hier ankommen, ist dies der Ausgangspunkt für Kapitel 4. Mit Übung 1 erstellen einer neuen Ontologie. Der erste Schritt besteht darin, die Party zu starten. Im letzten Video haben wir die Version 5.6.2 installiert. Wenn ihr also die alte Version installieren wollt, ist das natürlich auch da möglich. Ich habe es gerade erwähnt, aber ich werde versuchen, die Version 562 für die Demo zu verwenden, bis wir das Kompatibilitätsproblem gefunden haben. Wenn ihr also zum Download gehen wollt, hier vor dem DICE ist eine offizielle Website. Die stabile Version ist jetzt 5.6.1, aber Sie können hier eine ältere Version sehen. Wenn Sie hier klicken, können Sie nach der Registrierung direkt auf die Website gelangen. Sie können sie hier sehen. Es handelt sich also um eine praktische Anleitung zur Verwendung von 55. Wenn Sie möchten, können Sie diese herunterladen oder sich die vorherige Version ansehen. Schon wenn Sie hier hingehen, ähnlich wie bei dieser 5.6.2, die ich gemacht habe, können Sie unten die verschiedenen Plattformpakete sehen. Wenn Sie Windows verwenden, können Sie diese herunterladen. Nachdem Sie diese heruntergeladen haben, gelangen Sie hier zurück. Produkt ist bereits installiert. Dies ist also mein Ontologie-Editor. Jetzt fange ich an. Also zuerst ist der Start vielleicht etwas langsamer, aber nachdem du das geöffnet hast, ist es so, wie wir es letztes Mal vorgestellt haben. Es hat so ein Layout und du kannst das auch jederzeit aktualisieren, indem du die Dateiprüfung für das Plugin verwendest. Denn ich habe kein mögliches Update für das Plugin, da ich es gerade erst installiert habe. Aber wenn du nach Plug suchen möchtest, kannst du das tun. In dem VPN, daher kann ich mich nicht damit verbinden. Aber wenn du dorthin gehst, solltest du in der Lage sein, das VPN zu deaktivieren und es dann erneut zu versuchen. DSO-Keys und du brauchst an dieser Stelle kein Plugin mehr für dieses Tutorial, also jetzt siehst du es hier. Sie brauchen möglicherweise einen Proxy, wenn Sie im Internet sitzen. Und Sie können sehen, dass einige Plugins die aktuelle Version haben. Es gibt eine verfügbare Version. Aber für dieses hier brauchen wir diese Art von Plugins, die Sie gesehen haben, nicht. Wir beginnen also mit der Vanilla-Basis-Ontologie. Sie können von hier aus Ihre Ontologie-Version für diese Ontologie überprüfen. Das ist also Schritt 1. Wir können also fortfahren. Diese Benutzeroberfläche ist standardmäßig so eingestellt, dass die aktive Ontologie geöffnet ist. Das ist also und wir haben auch noch ein paar andere Registerkarten. Sie können hier sehen, dass die Startontologien, die hier sind, sie befinden sich also unter ihrer ID von semantikweb.org und dann Ontologien. Hier sind das Jahr und die Monate. Ne? Ich habe dies also im Mai installiert. Es ist also immer noch im Mai. Und dann ist es eine unbenannte Ontologie. Dies ist die Nummer.
Es ist die geheime Nummer. Das habe ich bereits 32 Mal geöffnet. Mal. Also es ist eine 32. Aber das können Sie ignorieren. Und wählen Sie dies auf die gleiche Weise aus. Ändern wir das mal. Sie können es also von hier aus ändern. Also machen wir das. Und jetzt ist es bereits der 6. Mai. Also Juni. Machen wir also dieses Pizza-Tutorial. Sie können also sehen, dass sich Ihre hier entsprechend ändert, wenn Sie es ändern. Also, aber hier wurde es geändert, dies hier wurde nicht geändert. Das ist okay. Also, und dann ist es so, als würden wir das erste Mal speichern mit Schirm. Datei. Dann behalten Sie einfach diese RDF XML-Syntax bei. Sie können eine andere Syntax wählen, wenn Sie möchten. Denken Sie nur daran, dass in 5.6.2 die Erweiterung OWL anscheinend in OWX geändert wurde. Ihr könnt die neuen Features dafür in den Versionshinweisen nachlesen. Aber für den Moment lassen wir es dabei und verwenden einfach rdfxml und klicken dann auf OK. Dann poppt der Ordner auf. Wir werden aufgefordert, den Ordner zu finden. Unser Ordner ist hier drin. Er heißt, los geht's. The Prodigy Pizza. Jetzt sind es alles Dateien. Lass uns das hier als Pizza-Tutorial speichern. So wie hier. Pizza-Tutorial. Ich füge das hier hinzu, damit es hier nur eine Sequenz ist. Ihr könnt auch euren eigenen Namen verwenden. Also speichern wir. Wenn ihr gespeichert habt, überprüft es hier noch einmal. Das ist alles gespeichert, geändert. Das ist eine IRL. Sie basiert also auf dieser Ontologie-IRL. Und das ist jetzt der Dateiname. Also es wird wie hier gespeichert. Also jetzt ist der Speichervorgang abgeschlossen. Das ist also für diese Übung 1. Also was ich tun werde, ist, dass ich pausiere und speichere. Hallo nochmal. Was ich verschoben habe, ich gehe zu unserem Ordner, also erstelle ich ein Snapshot-Modell. Das ist unsere gerade gespeicherte, die RDF-Datei. Und dann ist es hier mehr. Ich erstelle das, ich werde das als unseren Snapshot speichern. Also das ist die EX01. Später werden wir das zurück zu dieser Phase verwenden, dieser verwenden. Also wir werden weitermachen. Das ist also der neue Ordner, den Sie im Repository finden. Ich verschiebe den nach draußen. Das steht dann für die Übung 1. Der zweite Schritt ist, nehmen wir die Konfiguration für die Einstellungen vor. Gehen Sie zu den Dateieinstellungen in Ihrem Protégé. Hier. Sie sehen verschiedene Registerkarten. Das neue Fenster. Gehen wir zur neuen Entität. Sie können hier die Anzeigezeichen begrenzen. Das ist für dieses Protokoll. Wechseln Sie zu neuer Entität. Standardmäßig beginnt es mit der aktiven Ontologie. Ja. Das ist in Ordnung. Gefolgt von einem Pfund. Das ist in Ordnung. Und endet mit einem vom Benutzer angegebenen Namen. Wenn der letzte Parameter auf die automatisch generierte ID gesetzt ist, verwenden wir diese. Dies ist jedoch bereits der Standardwert. Andernfalls ist diese ID nicht sehr benutzerfreundlich. Dies ist der Standardwert. Gehen wir nun zum Rendern. Dies ist Abbildung 2.1. Das haben wir bereits. Überprüfen Sie nun das Rendern. Diese Entität wird jetzt so eingestellt, dass sie nach dem GRE-Kurznamen gerendert wird. Also diese hier.
Standardmäßig wird sie nach der Annotationseigenschaft wie RDF, das Service oder Komma gerendert. Also machen wir das. Wenn Sie das hier vergleichen, werden alle restlichen Erscheinungsbilder und die Schriftgröße überprüft. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es größer ist, können Sie das ändern. Also ich werde die Standardeinstellung für unsere Demo verwenden. Das ist die zweite Übung. Hifiwaung. Überprüfen Sie also diese Werkzeugeinstellung noch einmal. Bevor ich zu dieser Übung 3 gehe, speichern wir sie einfach. Okay. Dann lass mich hier zurückgehen und eine weitere Kopie erstellen. Das ist also EX0. Tat mal. Und dann zurück hier. Wir kommen zum dieses Video ist das letzte. Fügen Sie also Ihrer Ontologie eine Kommentarnotation hinzu. Sie wechseln also zu, Sie können hier zu etwas gelangen, das eine Liste dieser Annotationen ist. Oder Sie können auch hier hingehen. Sie basieren also hier darauf, was Sie hinzufügen, ist dasselbe. Das ist ja alles die Stammentität. Die Stammentität ist also, aber wir sollten in diesem Ontologie-Header nicht zur Entität gehen. Das ist also mein Fehler. Innerhalb dieser aktiven Ontologie. Was Sie also später hinzufügen, ist Ihre globale Ontologie, die Annotation. Also fügen wir das. Klicken Sie auf dieses Plus und gehen Sie hier hin. In diese Kommentare fügen wir so etwas wie das hier ein. Sie können kopieren. X. Ihr Name. Sie können das also hier einfügen. Und dann klicken Sie auf OK. Ihre Annotation wird hier angezeigt. Sie können es so sehen. Das nur in den Metriken können Sie hier sehen. Wir erstellen die Annotation. Sie haben also angefangen zu zählen. Das ist also wie eine Statistik deiner Ontologie-Datei. Also ab dem nächsten Video, wenn wir anfangen, eine tatsächliche Klasse mit individuellen Eigenschaften zu erstellen, werden wir nach und nach die zusätzlichen Dinge von hier aus sehen. Aber für dieses Video hören wir hier auf eine. Dann hoffe ich, dass du diesen recht einfachen Schritten mit diesen ersten 3 Übungen folgst und dann die Umgebung deines Protégés tatsächlich zum Laufen bringst. Wir sehen uns im nächsten Video mit Übung 4.